Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Was ist ein perfekter Moment? Zum Beispiel dieser. Einatmen, ausatmen, entspannen. Und du siehst es hier, das können Esel tun, das können Ziegen tun und sogar Hühner können es. Es gibt farblose Hühner, farbige Hühner. Ja, und so eine Karte für gute Freunde oder Freundinnen kann man ja immer gebrauchen. Das ist schon mal der erste Einblick in den Zoo von Stampin' Up. Das geht natürlich noch weiter. Hier sind die Ziegen, dann haben wir die Esel, die Hühner. Wir hätten auch Wale und Schildkröten. Schildkröten können, glaube ich, auch gut entspannen. Natürlich auch die Schnecken. Und dann Walrösser. Und die hatte ich ja noch nie. Und weil die gerade hier auf meinem Arbeitstisch liegen, sind die heute dran. Ich bin gespannt, wie Walrösser entspannen. Ja, wenn du diese Karte mit mir basteln möchtest, dann leg dir am besten alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Für solch eine Karte brauchst du als Kartenrohling ein Stück Farbkarton in Weiß habe ich genommen, in den Maßen 14,8 x 21 cm, also ein halbes A4-Blatt. Und das falze ich schon mal, streiche es flach. Dann brauchst du als Mattung ein Stück 14,3 x 10 cm. Ich bin hier auf Abendblau gegangen. Und für die Auflage zum Bestempeln ein Stück in 13,8 x 9,5 cm. Schneide ich mir immer öfter zu. Bekomme ich 4 Stück aus einem A4-Blatt, weil man kann sich ja auch mal verstempeln. Jo, die Tiere kommen beiseite und dann geht's schon los. Was nehmen wir noch? Ich habe koloriert mit den Stampin' Blends in den Farben Rauchblau, Abendblau und Schiefergrau. Stempelset, dieses mit dem perfekten Moment. Dann habe ich hier das Stempelset für alle Zeit mit den Blättern, weil Tiere verstecken sich ja gern erfahrungsgemäß zwischen Blättern. Moment, das ist falsch. Walrösser nun wieder brauchen Wasser. Ich bin mal gespannt, ob ich ins Regal greifen muss oder ob es doch auch für die Walrösser Blätter sind. Schauen wir mal. Okay, wird sich beim Arbeiten zeigen. Ja, Stempelkissen Memento hatte ich schon gesagt, Stempelblöcke und dann kann es auch schon losgehen. Ich brauche noch ein Schmierpapier für unten drunter. Dann muss ich nicht so oft meine Arbeitsfläche putzen. Jo, der Stempelblock, perfekter Moment, den setze ich hier auf den Block H. Die haben alle Namen, Buchstabennamen. Okay. So gerade wie möglich draufsetzen, Memento aufmachen. Wenn man es lange nicht gestempelt hat, stempel ich immer einmal aufs Papier daneben und dann setze ich das mittig, so mittig mir möglich, hier drauf. Jo, da ist es. Einatmen, ausatmen, entspannen. Der Anfang ist schon gemacht. Nun fällt mir natürlich ein, wo ich ja nun Walrösser nehmen möchte. Jo, so viel kann ich da gerade noch gar nicht zu sagen, weil habe ich ja noch nie gemacht. Kann ja nur klappen. Okay. Das erste Walross auf der Eisscholle setze ich schon mal hier unten in die Ecke. So ein bisschen, dass man die Scholle noch sieht. Bin gespannt. Jo, so sieht es gut aus. Zwischendurch putze ich immer mal meine Stempel hier mit dieser Putzbox. Reiniger ist Seite geräumt. Okay. Andere Leute am Arbeitstisch. Alles etwas anderes. So, und schon ist es sauber und kann wieder in die Kiste. Dann setzen wir mal. Da sind ja alle total witzig. Wir bleiben trotzdem mal so ein bisschen mit unserer Variante, dass die Bande so leicht am Rand rumlungert. Dann haben wir noch ein Wasserwalross, das setzen wir besser unten hin.
Muss ja auch so einen leichten Sinn ergeben, das Ganze. Keine Ahnung, ob Walrösser auch an Land rumlungern. Ich muss mich bilden, sehe ich gerade. Da geht noch was. Da ist noch was möglich. Jedenfalls machen wir jetzt mal ein Walross. Was sind das nur für lustige Walrösser? Was durch die Luft fliegt, oder? Ja, das machen wir schon mal. Oder? Wo geht's hin? Nicht, jetzt machen wir hier hinten so eine Walrussflosse. Jetzt da oben in der Ecke. Und ganz unten noch ein Walrusskopf. Das ist dieser. Ich würde sagen, ist Familientreffen der Walrösser angesagt. So, und dann habe ich mir überlegt, gerade so beim Stempeln, das geht ja trotzdem. Und zwar, welches Grün passt denn jetzt dazu? Ich nehme ruhig meine beiden Blätterstempel von den anderen Karten, hier aus dem Stempelset für alle Zeit. Einen weiteren Block. Nehme die Abendblau, gefällt mir gut, und welches Grün? Spontan einmal ins. Ich bin ja nach wie vor ein Fan von Olivgrün. Gut, das heißt, die Bärchen, dieses hier sind bei mir einfach Beeren, dieser Stempel. Die sind jetzt hier oben. Und greifen das viele Blau von unten nachher auch noch auf. Ja. Dann ist das nämlich so die Stelle, wo die Walrösser sich treffen. Einmal auf Land schauen und zwischen den Blättern durchblinzeln. Kommen jetzt die Blätter zur Menge. Hier oben. Meine Mitte muss noch. So. Ja, du erkennst, wie ich das gern hätte. Also da oben und hier unten ist Wasser, Blau und hast du nicht gesehen. Die Welt der Walrösser. So. Das war es auch schon mit den Stempelkissen. Habe ich den schon abgebaut? Habe ich. Baue ich den auch ab. Pack ihn da rein. Aufgeräumt wird später. Jo. Hier habe ich noch so kleine Fischis bei. Nehme ich wenigstens mal einen. Und den lasse ich mal durch die Luft springen. Auch Fische können entspannen. Das wussten sie nur noch nicht. Und der andere springt hier drüben. So, einmal. Ja, die Idee ist da. Ja, du siehst, die Karte ist total einfach. Geht mit dem ganzen Zoo von Stampin' Up, mit allen Tierchen, die wir hier so haben. Das wird die Mattung drunter. Ja, das passt auch super. Wäre auch in grün gegangen, aber passt auch so. Und jetzt werde ich mal noch ganz schnell ein wenig kolorieren. Ich habe hier so den Rauchblau hellen. Ich nehme mir mal ein Stück flüsterweißes Schmier oder grundweißes Schmier. Kann die übrigens schon gar nicht mehr unterscheiden. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, wer das mal hat. Schreibt mir das mal. Das interessiert mich, weil ich bin ja der Meinung, letztens eine Karte gebastelt mit lauter weißen Einzelteilen und konnte hinterher nicht sehen, ist das jetzt grundweiß oder flüsterweiß, aber es liegt natürlich auch an meinen Augen. So, das bisschen Wasser hier, die Fische, die springen ja eigentlich alle, aber so ein bisschen Wasser geht schon. Angedeutet hier unten. Ach, bemalen vergeht die Zeit. Und dann Walrösser. Erstmal hier so eine
graue Kante. Da habe ich die dunkleren von den Schiefergrauen, nehme ich dazu und male erstmal auf der linken Seite so die dunklere Kante. Lange keine Walrösser mehr gesehen. Ich bin mir mit den Farben gar nicht so sicher. Das ist ja nicht wild. Sieht ja auch wie bei meinen Hühnern, das sind ja auch voll die Fantasiehühner, das sind meine Punkhühner. Die halten sich auch an keine Farben und Normen. Die sind da völlig frei und chillig. Thema passend. Ja. Und dann setzen wir aber noch mit dem abendblauen, dunkleren, helleren, ja, der helle, setze ich mal hier noch so eine Kante außen ran. Also ich habe ein bisschen verblendet, aber auch nicht zu viel. So ein wenig. Ich habe was versäumt. Hier hinten haben wir noch die Flosse. Ist beinahe durchgegangen, der Junge. So. Ja, das ist ein bisschen Fleißarbeit. Andererseits ist das auch genau sowas zum Einatmen, Ausatmen und Entspannen mit den Stiften zu kolorieren. Also ich bin da immer, man gar nicht wieder aufhören, wenn man einmal anfängt. Normalerweise ist der Effekt am besten da, wenn man das Dunkle zuerst ansetzt beim Malen und dann ins Helle, das Helle mit dem Hellen drüber malt. So rum ist richtig. Also ich würde jetzt diese Verblendung ganz zum Schluss noch mit dem Aufheller drüber an ein, zwei Stellen. Schon sind die Effekte da. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen dunkleres auch blau gegen. Die Scholle ist hier an den Schrägen auch dunkler. Jo, was machen wir mit den Fischen? Fische sind ja uns ja völlig durchgegangen. Ich denke, wir können die auch ein wenig Karpfenblau praktisch. Wir malen die ein bisschen blau. Ich male die mal so ein bisschen mit Abendblau. Und dann mit dem Rauchblau gegen. So. Und jetzt fällt mir gerade ein, das ist schon mal schicki und super. So schaut das aus. Ich gehe mal kurz ans Regal und hole mir mal das Glutrot hell. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich nehme es einfach und setze hier mal den roten Blickfangpunkt in die Karte, weil hier auf dem einen Walrus sitzt ein kleiner Vogel. Jo, so finde ich das schick. Jetzt klebe ich das schon auf. Und zwar die Auflage auf die Mattung und die Mattung auf die Karte. Da ist ja nur kein großer Zauber bei. Überhaupt war das ja jetzt eigentlich nichts, was man im Video zeigen muss. Aber Spaß macht es einfach. So, ausrichten, ermitteln, streichen. Und das Ganze auf die Karte. Hier noch mal ein bisschen schieben, dass das gut vermittelt ist. Klebstoff zu, in die Kamera halten. Einatmen, ausatmen, entspannen. Geht sogar mit Walrössern. Jo, jetzt lege ich noch mal meine Galerie hier hin. Vier Karten. Ziegen, Esel, Hühner, Walrösser. Und welche findest du, können am besten einatmen, ausatmen, entspannen? Schreib mir das doch in die Kommentare. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch.
abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Jetzt brauche ich ein Päuschen. Deine Angela von der Stempelfamilie.